Deutsch lernen durch Hören. Vanessa als Flugbegleiterin. Diese Woche ist Vanessa auf einem Kurzflug von München nach Rom, einem Flug nach London und einem Langstreckenflug nach New York und wieder zurück. Aufgrund ihres Jobs hat sie die Möglichkeit, viel von der Welt zu sehen, auch wenn sie manchmal nicht länger als 1 bis 2 Tage in dieser Stadt verbringt. Nach diesen 4 Arbeitstagen hat sie 3 Tage frei, um sich vom Jetlag und der Anstrengung ausruhen zu können. Zu Hause schminkt sie sich, kämmt ihre Haare zu einem strengen Dutt und zieht sich ihre Uniform an. Sie braucht nur 15 Minuten von ihrer Wohnung zum Flughafen. Dort angekommen macht sie sich auf den Weg zum Flugzeug. Sie und ihr Team sind für den Tag schon lange vor den Passagieren an Bord. Vanessa muss überprüfen, ob es genug zu essen und trinken für alle Passagiere und Kollegen an Bord ist. Dann muss nochmal die Sauberkeit überprüft werden. Des Weiteren stellt sie sicher, dass die Innenausstattung funktioniert. Sie begrüßt die Passagiere und hilft ihnen, ihren Sitzplatz zu finden. Vor dem Abflug überprüft sie, ob das Handgepäck gut verstaut ist. Dann werden die Sicherheitsmaßnahmen erklärt, wie Rettungsweste, Notausgänge und Atemmasken. Während des Fluges geht Vanessa mehrmals sicher, dass die Vorschriften eingehalten werden. Alle Leute müssen auf ihren Plätzen und angeschnallt sein, wenn das Licht leuchtet. Sonst kann es bei Turbulenzen zu Unfällen und Verletzungen kommen. Dann ist es schon Zeit, das Essen und die Getränke zu servieren. Sie fragt die Passagiere, was sie wollen. Auf Langstreckenflügen gibt's meistens eine Vorspeise, einen Snack und ein Dessert. Auf Kurzstreckenflügen werden kalte und heiße Getränke mit kleinen Keksen serviert. Nach Ankunft verabschiedet sie die Passagiere und passt auf, dass niemand etwas vergisst.